Heute testen wir den brandneuen Thrustmaster TH8S Shifter und vergleichen diesen mit dem altbekannten Thrustmaster TH8A Shifter. Ob für euch das günstige Einsteigermodell TH8S oder der darüber positionierte TH8A Shifter die bessere Wahl ist, das werden wir in den nächsten Minuten herausfinden. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Bei beiden Produkten handelt es sich um ein Testmuster, welche für dieses Review und den Betrieb in meinem Testcenter vorgesehen sind. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters. Doch nun kann es losgehen. Kapitel Nummer 1, Preis und Bezug. Das Thrustmaster TH8S Shifter Add-on, so heißt die Produktbezeichnung des neuen Shifters, kostet über den Thrustmaster Webshop bzw. Amazon ca. 70 € und kann Stand heute, das ist Mitte 2023, vorbestellt werden. Das seit längerer Zeit erhältliche TH8A Shifter Add-on kostet über Thrustmaster 199,99 €, wird aber bei diversen Resellern für rund um 150 € gelistet. Bei Interesse könnt ihr Termine in meinem Testcenter in Anspruch nehmen, um die Thrustmaster Peripherie und vieles mehr selbst zu testen. Buchen und besuchen heißt die Devise, alles dazu findet ihr unter diesem Video über den Link zu meiner Homepage. Kapitel Nummer 2, Lieferumfang. Die Shifter werden in Retail-Verpackungen mit Überkarton zu euch geliefert. Der Lieferumfang ist dabei wie gewohnt, Anschlusskabel liegen bei. Beim TH8A Shifter wird eine Ersatzplatte für den sequentiellen Betrieb beigepackt. Kommen wir zu Kapitel Nummer 3, die Kompatibilität. Beide Shifter sind mit dem PC kompatibel. Eine Konsolenkompatibilität ist ebenso gegeben, wenn ihr die Shifter direkt an eine Thrustmaster Wheelbase anschließt. Viel mehr gibt es dazu nicht zu berichten. In eurem Spiel weist ihr die Tastenbelegung bzw. die jeweiligen Gänge zu, falls nicht, wie auf Konsole meistens der Fall, von selbst erkannt. Beide Shifter lassen sich auch als analoge Achsen booten. Dies wird zwar selten einen Anwendungsfall darstellen, wollte ich der Vollständigkeit halber aber erwähnt haben. Kapitel Nummer 4, die technischen Details. Sehen wir uns alle Details am besten live und direkt an. Viel Spaß damit. Kommen wir zu den technischen Details des TH8A Shifters hier auf der linken Seite und des TH8S Shifters hier auf der rechten Seite. Was offensichtlich auffällt, ist eine andere Bauweise. Ihr habt hier beim A-Shifter eine
nahezu vollständige Metallbauweise hier von diesem ganzen Gehäuse, von dieser Tischklemme, hier oberseitig von den Schaltgassen. Und beim S-Shifter habt ihr dies aus Kunststoff. Das spürt ihr, sobald ihr diese Dinge in der Hand habt, am deutlich unterschiedlichen Gewicht. Ihr habt beim A-Shifter ein Gewicht von 1344 Gramm und wenn wir den S auf die Waage legen, da liegen wir bei knapp 600 Gramm. Das heißt, der A-Shifter ist mehr als doppelt so schwer. Jetzt mal von den Schaltgassen abgesehen, hier gibt es keine Unterschiede. Ihr habt Gang 1 bis 7 plus R. Das habt ihr bei beiden Shiftern. Beim A-Shifter könnt ihr dann eine sequentielle Shifterplatte montieren, hier über diese 4 Schrauben, und könnt dieses Ding eben vom H-Schaltungsmodus auf den sequentiellen Modus umbauen. Das funktioniert relativ einfach und wird automatisch erkannt, dass jetzt diese Platte montiert ist und dieser Shifter automatisch in den sequentiellen Modus wechselt. Diese Möglichkeit habt ihr beim S-Shifter nicht, der ist fixfertig mit dem H-Schaltungsmodus vorgegeben. Ausstattungsunterschied Nummer 2. Ihr habt beim A-Shifter eine Tischklemme, die könnt ihr über diese, ich hoffe, ich kriege das hier aufs Bild, über diese 3 Schrauben lösen und diese Tischklemme anders positionieren. Das heißt, du kannst diesen Shifter dann entsprechend in einem Winkel etwas anstellen oder überhaupt um 180 Grad drehen. Oder nächste Möglichkeit, die du hast, diese Schrauben komplett entfernen und die komplette Tischklemme lösen. Dann kommen unterseitig 2 M6-Gewinde zum Vorschein, wo du dieses Ding direkt an dein Rig schrauben kannst. Das ist eine Möglichkeit, die der TH8 S-Shifter nicht bietet. Dieser ist ausschließlich für die Montage über diese Tischklemme an dem Rig oder eben an dem Tisch vorgesehen. Von den Kompatibilitäten gibt es keine Unterschiede. PlayStation Support für beide und PC Support genauso wie Xbox Support. Bei den Konsolen wie immer diese Dinger direkt an eurer Thrustmaster Wheelbase anschließen und dann die Konsole und ihr seid ready to go. An PC schließt ihr diese Dinger direkt über USB an. In Sachen Anschlüsse, auch hier gibt es einen Unterschied. Ihr habt eine Fixverkabelung beim A-Shifter, das seht ihr hier, mit diesem entsprechenden Kabel und beigelegt dann 2 Adapterkabel bzw. hier für die Verbindung direkt an den PC. Das heißt hier über die Kupplung verbunden und USB an den PC oder entsprechend über die Kupplung direkt an eine Thrustmaster Wheelbase. Wie sieht es mit den Kabeln beim TH8S Shifter aus? Hier USB-C an USB und entsprechend die Wheelbase-Verbindung. Da habt ihr keine Fixverkabelung beim S-Shifter, sondern hier vorderseitig, das könnt ihr hier gut erkennen, habt ihr so eine Umschaltblende zwischen USB-C direkt dann an den PC oder hier dieser entsprechende proprietäre Anschluss an die Thrustmaster Wheelbase. Das sind jetzt die ersten offensichtlichen Ausstattungsmerkmale, Ausstattungsunterschiede dieser beiden Shifter. Welche Optionen bieten euch diese Shifter noch? Bei beiden Shiftern könnt ihr, wenn ihr euch diese schnappt und hier seid, ich hoffe, ich bekomme genug Licht hier, da seht ihr in dieser Freistellung, in dieser Bohrung, könnt ihr mit einem Schlitzschraubenzieher hier den Schaltwiderstand verstellen. Das gelingt bei beiden Shiftern. Hier auf der linken Seite beim 8A Shifter und hier auf der rechten Seite beim TH8S Shifter. Das heißt, hier ist so ein mittlerer Schaltwiderstand out of box vorgegeben und wenn ihr jetzt diese Schraube hier anzieht, sprich im Uhrzeigersinn dreht, dann könnt ihr entsprechend diesen Schaltwiderstand erhöhen. Das ist deutlich spürbar. Welche offensichtlichen Unterschiede könnt ihr noch erkennen? Hier beim Schaltknauf, beim A-Shifter, der ist über dieses Gewinde hier abnehmbar. Den könntet ihr durch Third-Party-Schaltknäufe hier entsprechend ersetzen, entsprechend anpassen. Das ist so ein Unterschied. Beim S-Shifter könnt ihr diese Abdeckkappe hier runternehmen, so mit einem Schraubenzieher.
hier in diesem kleinen Schlitz und dann kommt zum Vorschein hier innenseitig, ich hoffe ich kriege das ins Bild, eine kleine Torx-Schraube, mit dem ihr dann diesen Schaltknauf runterschrauben könnt. Und wenn ihr etwas Passendes finden würdet, könntet ihr den eventuell ersetzen. Ich denke, kommt aber in dieser Preislage jetzt wahrscheinlich nicht zum Tragen. Ja, aber der Vollständigkeit halber wollte ich dies erwähnt haben. Welche technischen Unterschiede gibt es noch zu bemerken? Das könnt ihr auf den ersten Blick sehen. Ihr habt beim A-Shifter ein längeres Schaltgestänge. Das heißt, entsprechend jetzt hier von der Oberseite gemessen, gucken wir uns dies an. Wenn ich die seitlich jetzt nebeneinander lege, dann könnt ihr dies auch gut erkennen. Habt ihr beim A-Shifter bis Oberkante um die 13 cm und beim S-Shifter seid ihr bei ungefähr 10,5 cm gelandet. Einen weiteren Unterschied gibt es auch in der Tischklemme. Ihr habt eine Range bei der Tischklemme, das gucken wir uns jetzt hier live und direkt an. Wenn ihr eine dicke Tischplatte am Start habt, das habt ihr jetzt hier gesehen, wenn ich dieses Ding ganz rausschraube, dann fällt mir hier diese Klemme bzw. diese Auflage hier von der Gewindestange. Das wird hier wieder aufgeklipst und ihr seid wieder ready to go, falls euch dies auch einmal passiert. Kein Problem, gehen wir etwas vorsichtig ans Werk so und haben eine maximale Range für eine Tischplatte der Dicke von um die 4 cm. Ihr habt dann auch noch so rutschfeste Gummiauflagen, um dieses Ding anzubringen. Wie sieht es jetzt mit dem A-Shifter Add-on aus? Da habt ihr eine größere Bandbreite hier über diese Gewindeschraube und das geht dann rauf bis, wenn wir diesen Abstand von einem Zentimeter einberechnen und hier ab sind 6,5, 5,5 cm. Das heißt 1,5 cm dickere Tischplatte, 5,5 versus 4 cm wäre beim A-Shifter Add-on möglich. Weitere Dimensionen für euch jetzt von der Gehäusebauweise, von den Gehäuseabmessungen, das könnt ihr hier gut erkennen. Diese Dinge sind sehr ähnlich jetzt von den Abmessungen in Sachen Breite, in Sachen Länge, in Sachen Bautiefe. Hier gibt es eigentlich keine Unterschiede. Messen wir dies jetzt am TH8S Shifter noch mal kurz raus. Ihr habt eine komplette Gehäuselänge von um die 185 mm. Ihr habt eine Breite von um die 130 und ihr habt eine Gehäusehöhe von um die 105 mm, das haben wir rausgemessen, 10, 11 cm, entsprechend der Ganghebel in der Höhe. Und beim A-Shifter Add-on haben wir eine Breite von 125, wir haben eine Länge von um die 190 und eine Bauhöhe von um die 100. Das heißt, wie bereits erwähnt, sehr ähnliche Dimensionen in den Abmessungen. Kommen wir zu Kapitel Nummer 5, die Montage. Beide Shifter können über die Klemmschraube direkt am Tisch oder entsprechenden Rigs montiert werden. Wie gezeigt ist hierbei der TH8A Shifter flexibler, da die komplette Schalteinheit gedreht werden kann. Weiters kann die Klemmschraube demontiert und der Shifter fix mit einem Rig über 2 Schrauben verschraubt werden. Diese Möglichkeit bietet der kleine Bruder nicht. An diesem Beispiel habt ihr jetzt gesehen, welche Möglichkeiten ihr noch mit dem TH8A Shifter Add-on habt. Das heißt, ihr könnt diese komplette Schalteinheit über diese 4 Schrauben entsprechend im Winkel drehen. Auch eine 90 Grad Ausrichtung wäre möglich, je nachdem, wie du dann deine Tischklemme befestigen willst. Und die Möglichkeit, jetzt hier diese Aufnahme der Tischklemme entsprechend zu drehen, die habe ich euch auch ebenso gezeigt. Beides Möglichkeiten, die ihr beim TH8S Shifter nicht habt. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 6, Materialqualität und die Verarbeitung. Beim TH8A Shifter merkt man, dass einiges an Metall zum Einsatz kommt. Dies fühlt sich wertiger an und sieht edler aus. Der TH8S Shifter verzichtet auf Metall, ausgenommen beim Schaltgestänge, um den Preis entsprechend zu drücken. Bei beiden Modellen wurden die Komponenten sauber zusammengesetzt, die Spaltmasse sind tadellos und im Rennbetrieb knarzt nichts. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 7, die Haptik. Der TH8A Schaltknauf wirkt durch die Metallbauweise edler und fühlt sich kühl an. Gleiches gilt für die Abdeckplatte und das Gehäuse.
Beim Gänge-Einlegen unterscheidet sich die Haptik nur marginal. In der Endlage fühlt sich der TH8A etwas knackiger an, der TH8S fällt diesbezüglich aber kaum ab. Weiter geht's mit einem subjektiven Punkt, die Optik. Der neue TH8S Shifter kommt mit einer roten Einfassung optisch gesehen etwas sportlicher rum als sein größerer Bruder, so zumindest meine rein subjektive Einschätzung. Er wirkt etwas zierlicher und etwas schlanker. Die Verkabelung ist beim TH8S etwas ansprechender gestaltet. Der TH8A springt durch den Metalleinsatz ins Auge und unterscheidet sich demnach durch die glänzende Optik verglichen mit dem schwarz-matten Design des TH8S. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 9, die Akustik. Im Einsatz sind beide Modelle hörbar, entsprechend der Intensität, mit welcher du die Gänge einlegst. In der Endlage klingt das Klacken des TH8A etwas satter. In hellhörigen Wohnungen kann das Klacken zum Problem werden, wenn du die Gänge mit hoher Intensität, fast schon Gewalt zur Endlage bringst. Gehst du etwas gefühlvoller ans Werk, wirst du in Sachen Akustik in der Nacht keine Probleme bekommen. Weiter geht's mit unserem Hauptkapitel, Kapitel Nummer 10, der Rennstreckentest. Dies machen wir wieder wie gewohnt live am Rig. Viel Spaß damit. Im heutigen Rennstreckentest sind wir unterwegs mit dem alten Assetto Corsa. Ein Streckenmod Thompson Road Circuit heißt der. Und einem alten BMW E30 klassisch mit Haarschaltung, wie dies auch im echten Leben der Fall ist bei so einem Fahrzeug. Der Vollständigkeit halber auf einem Pro Simrig PSR1. Dann Triple Moni Setup, AOC 32 Zoll, 240 Hertz Monitore. Was haben wir noch? Heute Forte Pedals, Pedalset am Start. Wheelbase heute die Thrustmaster T818 Direct Drive Wheelbase mit einem Sparco Lenkradaufsatz und eben unsere beiden Shifter Add-ons, das S und das A Shifter Add-on. Wir beginnen heute mit dem Neueinsteiger, dem S Shifter Add-on von Thrustmaster, und ich gebe euch jetzt Rückmeldung, wie es mir gegangen ist auf meinen Testrunden. Auf den ersten paar Testmetern nichts Spannendes zu berichten. Klassischer Haarschaltungsmodus. Die Schaltgassen einwandfrei zu bedienen, in meinen Augen. Das könnt ihr hier gut erkennen. Ihr habt ein leichtes Klackern, wenn ihr jetzt den Gang in den Schaltgassen entsprechend einlegt. Klassische Ausrichtung der Schaltgassen, in der Mitte Gang 3 und 4. Bleiben wir an dieser Stelle kurz stehen. Ihr habt eine klassische Ausrichtung, und zwar in der Mitte Gang 3 und 4, nach links 1 und 2. Und nach rechts 5, 6, beziehungsweise hier 7 und R. Das ist so ein Punkt, der für mich jetzt mittelmäßig gut gelöst ist bei so einer Haarschaltung. Wann im echten Leben habt ihr jetzt hier Haarschaltung 7-Gang-Fahrzeuge am Start? Ich kenne persönlich kein Fahrzeug, das so etwas anbietet. Für mich maximal 6 Gänge im Haarschaltungsmodus bekannt und ein Rückwärtsgang. Und da kommen wir zu einem Punkt, bei dem diese Shifter in dieser Ausrichtung einen, sage ich mal, kleinen Nachteil haben. Wenn du jetzt hier in den dritten Gang hochgehst, vierten, alles klassisch wie gewohnt, und jetzt in den fünften bzw. sechsten Gang, dann kannst du nicht so wie im echten Leben hier jetzt ganz nach rechts gehen und die fünfte einlegen, sondern du musst hier diese Schaltgasse treffen. Das ist klarerweise auch ein Gewöhnungsfaktor. Aber im echten Leben hast du dies so, dass du, wenn du nach rechts gehst und nach oben bei einem Haarschaltungsfahrzeug üblicherweise hier gleich Gang 5 und Gang 6 hast und quasi so einen seitlichen Anschlag. Gang 6 geht hier bei dem BMW E30 klarerweise durch, hat im echten Leben nur 5-Gang-Schaltung hier, und darum wird dieser nicht erkannt, beziehungsweise wenn du jetzt die 7 erwischt, auch der klarerweise in so einem Fahrzeug im echten Leben kommt dieser nicht vor. Das wäre jetzt so ein Aspekt, wo ich sage, da könnte man mit relativ einfachen Mitteln diese rechteste Schaltgasse mit 7 und Retour zumachen. Hier mit einem Plättchen hier zum Einklippen, keine Ahnung, irgendeine Lösung. Und dann wäre dieses Problem erledigt. Ich persönlich würde diesen Haarschaltungsshifter als Daily Driver in meinem Alltag nutzen, würde mir aus einem 3D-Drucker so ein kleines Einlageplättchen machen mit so einem seitlichen Anschlag und diese Schaltgasse zumachen. Klarerweise ginge dann der Retourgang hier verloren.
den du aber üblicherweise bei einem Rennstreckenrennen nicht im Einsatz hast. Und du könntest ja dann in-game im Spiel bei einem Fahrzeug wie diesem deine üblichen 5 Gänge belegen und hier den 6. Gang, der bei diesem E30 BMW so nicht vorkommt im echten Leben, den könntest du dann als Retourgang belegen und die Sache wäre erledigt. Das ist so ein Aspekt von meiner Seite, wo es etwas Verbesserungspotenzial geben könnte. Ansonsten jetzt vom Fahrgefühl selber, ich habe jetzt von der Shifter-Betätigung, von der Kraft so ein mittleres Setup gewählt. Das habt ihr gesehen mit dieser seitlichen Stellschraube. Und ihr könnt dies entsprechend dann dosieren, wie ihr das wollt. Ich persönlich finde dieses Feedback sehr angenehm. Der Shifter geht gut durch die Gassen, rastet in den Endanlagen satt ein, ist jetzt verglichen mit einem etwas günstigeren Logitech Shifter, den ihr vom G27, 29, 923 und so weiter kennt. Ein deutliches Step-up, so viel gilt es festzuhalten. Du hast ein wesentlich besseres, realistischeres Shifter-Gefühl, ein echtes, realistisches Shifter-Gefühl. Auch da müssen wir fair sein, wirst du mit einem 70€ Shifter nicht rankommen. Das Kunststoffgehäuse macht in meinen Augen einen ordentlichen Job. Auch jetzt dieses haptische Feedback vom Schaltknauf. Ihr habt hier keine störenden Ränder, auch das ist ordentlich und sauber verarbeitet. Klarerweise, wie erwähnt, Kunststoffhaptik, aber in dieser Preisklasse, da dürft ihr klarerweise nicht mehr erwarten. Mal sehen, ob es hier Third-Party-Anbieter gibt, wo ihr dann diesen Schaltknauf entsprechend tauschen könnt. Das werden wir sehen. Aber jetzt für den Ersteindruck ein Shifter, der ein ordentliches Betätigungsfeedback hat, ein Shifter, der einige Verstellmöglichkeiten bietet in Sachen Kraft, in Sachen Auslösung, eine in meinen Augen ordentliche Befestigung. Hier kann ich noch etwas fester ziehen und ihr könnt sehen, diese Clamp-Lösung, die hält dieses Ding, auch wenn ich jetzt hier so seitlich an die Anschläge gehe, gut in Position. Ich habe hier absolut kein Verrutschen. Das ist in meinen Augen gut gelöst und für einen Shifter dieser Preisklasse ausreichend. Jetzt könntest du kritisieren, ich habe hier nicht einen direkten Hardmount, sprich diese Table Clamp Befestigung kann ich bei diesem Shifter-Modell nicht wegschrauben und dann über 2 Schrauben direkt an den Rig gehen. Das geht bei diesem Modell nicht. Aber ich sage wiederum in dieser Preisklasse in meinen Augen nicht unbedingt erforderlich. Lasst mich diese Runde jetzt noch fertig drehen und springen wir dann zum TH8A Shifter Add-on und dann gehen wir nochmal auf die Unterschiede verglichen mit dem kleinen Bruder, dem neuen S-Modell ein. Umgebaut auf den TH8A Shifter, auf den altbekannten Shifter. Was fällt euch auf den ersten Blick auf, verglichen mit dem kleinen Bruder, dem S? Ihr habt etwas breitere Schaltgasse, das heißt hier von ganz links bis ganz nach rechts. Hier habt ihr etwas mehr Weg als bei dem S-Shifter. Das heißt, die Schaltgassen sind etwas weiter auseinander. Jetzt nach vorne und nach hinten, auch hier habt ihr eine etwas größere Range, die entsprechend durch den längeren Hebel dann nochmal verstärkt wird. Das heißt, ihr habt hier nach vorne eine deutlich weiter geneigte Position, beziehungsweise nach hinten legt ihr einen deutlich größeren Schaltweg hier oben am Schaltknauf zurück. Das ist so ein Umstand, der euch gleich auffällt. Ein nächster Umstand, bevor wir hier losfahren, ist dieses haptische Feedback. Klarerweise habt ihr so eine Kunststoffeinfassung und dann einen Metall-Schaltknauf und hier komplett das Kunststoff. Auch das ist haptisch sehr ordentlich, sehr glatt, sehr sauber gelöst und wirkt klarerweise wertiger bei einem Shifter, der eben das Doppelte kostet. Was noch auffällt, ist jetzt hier in den Schaltgassen beim Gang einlegen, das ist alles haptisch etwas satter. Ich würde jetzt sagen, so vom Schaltmechanikgefühl auf gleichem Niveau, so würde ich dies jetzt sagen. Das heißt, hier fällt der S-Shifter jetzt vom reinen Schaltgefühl nicht ab. In der Endlage hast du jetzt durch dieses komplette Metallgehäuse ein knackigeres Feedback.
beziehungsweise auch das akustische Feedback ist hier mit dem TH8A etwas knackiger, etwas verbindlicher, etwas wertiger als beim kleineren Bruder, der aber in meinen Augen hier nicht weit abfällt. So viel gilt es festzuhalten jetzt. Lasst uns endlich mal hier auf der Strecke noch ein paar Meter drehen. Wiederum selbes Szenario mit dem E30 auf dem Thompson Road Circuit. Ein virtueller Streckenmod. Ich würde jetzt sagen, der TH8A Shifter fühlt sich etwas erwachsener an, etwas wertiger. So würde ich dies auf den Punkt bringen. Du spürst, dass die Schaltwege hier in den Schaltgassen, wie bereits erwähnt, etwas länger sind. Auch hier jetzt, wenn du in den 5. gehst, Vorsicht, dass du nicht in die äußerste Schaltgasse mit 7 und Retour kommst. Das heißt es etwas zu lernen. Auch hier wäre es ein Vorteil, wenn jetzt Thrustmaster beispielsweise eine austauschbare Plate bei diesem Shifter mit den 4 Schrauben beipackt, wo du dann die rechteste Schaltgasse im Prinzip zumachst. Der TH8A Shifter seit vielen Jahren am Markt, der hat sich bewährt in dieser Preisklasse auf der Thrustmaster Homepage, ich glaube immer mit 199 gelistet, aber bei den üblichen Retailern, Amazon und Co. liegt dieser meist bei um die 150 €. Das wäre dann wahrscheinlich eine Preislage Faktor 2, das Doppelte, verglichen mit dem Neueinsteiger, dem TH8S Shifter. Was ihr hier jetzt auch erkennen könnt an meinem Rig Mount bzw. auf so einer einfachen Platte, ist dass ihr diesen Shifter eben auch gedreht montieren könnt. Diese Möglichkeit habt ihr bei dem kleinen S-Modell nicht. Das heißt, ich kann diesen jetzt von vorne an eine Platte schrauben oder eben von hinten, oder die andere Möglichkeit habe ich auch hier, das komplette Paket, die komplette Schalteinheit hier im Winkel zu drehen. Auch diese Möglichkeit habe ich. Ich könnte diese jetzt um 90 Grad drehen, die Schalteinheit, wenn ich diesen Shifter hier von der Seite montieren möchte. Auch diese Möglichkeit bietet der TH8A Shifter. Das sind so die Unterschiede. Was du auch merkst, ist, dass du hier einen längeren Schalthebel hast. Das heißt, eine Positionierung der Hand, die rückt um 3-4 cm nach oben. Auch das ist spürbar. Und ja, der haptische Eindruck, so fair müssen wir sein, ist bei diesem TH8A Shifter ein wertigerer, ein besserer als jetzt beim kleineren Bruder. Aber ich weiß, ich wiederhole mich hier, der kleine Bruder fällt hierbei nicht sehr deutlich ab. So würde ich dies jetzt auf den Punkt bringen, meine Runde mit euch hier fertig drehen, alle wichtigsten Dinge nochmal zusammengefasst, und ich melde mich in Kürze wieder bei euch. Kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 11, negative Aspekte. Die ganz rechts liegende Schaltgasse mit dem 7. Gang und dem Retourgang könnte durch eine Abdeckung oder alternative Abdeckplatte gesperrt werden. Im echten Leben wird man so gut wie kein Fahrzeug finden, welches im Haarschaltungsmodus 7 Gänge aufweist. Und wenn ihr Haarschaltungen gewohnt seid aus dem echten Leben, dann liegt Gang 5 und 6 gleich rechts von der Mittelstellung aus gesehen und bietet somit einen rechtzeitigen Anschlag, ohne versehentlich dann in die nächste Schaltgasse zu 7 bzw. R zu gelangen. Kapitel Nummer 12, neutrale Aspekte. Den Preis beurteile ich bei beiden Modellen als fair und somit neutral angesetzt. Thrustmaster bietet mit dem neuen Einsteigermodell ein spürbares Upgrade verglichen mit einem rund um 50 € angesetzten Logitech Shifter. Demzufolge geht der anvisierte Preis von rund um 70 € für den TH8S in meinen Augen völlig in Ordnung. Gleiches gilt für den Altmeister TH8A, welcher bei Resellern meist rund um 150 € gelistet ist und für den gebotenen Mehrwert den gut doppelten Preis verglichen mit dem kleinen Bruder rechtfertigt. Zweiter neutraler Aspekt ist die Haptik des TH8S, welcher durch den durchgehenden Kunststoffeinsatz als neutral sehr zweckmäßig zu beurteilen ist. Dieser fühlt sich aber nicht billig, aber eben wie erwähnt zweckmäßig an.
Ebenso neutral beurteile ich das Einrastfeedback beider Shifter-Modelle, die für die jeweiligen Preislagen für mich in Ordnung gehen. Kapitel Nummer 13: Positive Aspekte. Die Verstellbarkeit des Schaltwiderstands ist gut umgesetzt und bringt deutlich spürbare Anpassungsmöglichkeiten an beide Modelle. Die üppige Ausstattung des TH8A-Shifters mit unterschiedlichen Montagemöglichkeiten und einem sequentiellen Betrieb bringen Pluspunkte. Beim TH8S-Shifter fällt ein gutes Schaltgefühl auf, wenn man den Einsteigerpreis von rund um 70 € im Hinterkopf behält. Bei beiden Shiftern ist die Mechanik gut gelagert. Es tritt kein unnötiges Spiel auf und im Rennstreckeneinsatz knarzt nichts. Der unkomplizierte Plug-and-Play-Betrieb mit jeder Plattform ist als positiv zu beurteilen. Am PC ist der Treiber von der Homepage herunterzuladen, eventuell ein Update zu machen und ihr seid startbereit. Und letzter positiver Aspekt ist, dass auch der günstige TH8S am PC völlig autark betrieben werden kann, egal mit welcher Wheelbase von welchem Anbieter du am Start bist. Kapitel Nummer 14: Fazit und Kaufempfehlung. Thrustmaster schließt mit dem TH8S Shifter Add-on die Lücke zum deutlich teureren TH8A. Der ausgerufene Preis von rund um 70 € ist dabei fair angesetzt und spricht Einsteiger an, die ein erwachsenes Gefühl in Sachen Schaltmechanik an Simracing Setup bringen wollen. An dieser Stelle rate ich, den Aufpreis von rund um 20 € verglichen mit dem um rund um 50 € angesetzten Logitech Shifter unbedingt in die Hand zu nehmen. Thrustmaster setzt sich mit dem TH8S Shifter mehr als deutlich vom eher verspielten Logitech Shifter ab. Der Altmeister TH8A macht auch nach vielen Jahren noch vieles richtig. Ich rate, nach Resellern Ausschau zu halten, die dieses Modell rund um 150 € anbieten. Dann seid ihr in Sachen Preis-Leistung fair aufgestellt. In Sachen TH8S vs TH8A rate ich zu letzterem, wenn ihr etwas höhere Ansprüche habt und den Shifter direkt mit dem Rig verschrauben wollt. Diese Verbindung steht immer über einer Tischklemme und dahingehend müsst ihr mit dem Einsteigermodell Abstriche machen. Weiters bringt der TH8A-Aufpreis die Möglichkeit mit, den Shifter auch im sequentiellen Modus nutzen zu können. Ich rate generell zu ausgewogenen Komponenten. In diesem Fall passt der TH8S Einsteiger-Shifter zu Wheels wie Thrustmaster T248 oder T300. Und wenn du mehr Geld für eine Thrustmaster TGT oder T818 Base in die Hand genommen hast, dann würde ich persönlich eher zum TH8A greifen. Für beide Shifter gilt, dass diese völlig autark und somit unabhängig vom Wheelbase-Anbieter betrieben werden können, wenn ihr am PC unterwegs seid. Im Konsolenbetrieb seid ihr mit diesen beiden Modellen auf Thrustmaster Wheelbase angewiesen, an denen der TH8S bzw. A direkt angeschlossen werden muss. Kommen wir zu Kapitel Nummer 15, ein spannender Ausblick. Weiter geht's mit einer neuen Handbremse von SimLab und den Tests rund um die EasyTech La Prima Wheelbase samt La Prima Lenkrad. Der Gamescom-Messebesuch ist bereits geplant. Wann und wo wir uns dort treffen können, werde ich in einem eigenen Teaser-Video alsbald bekannt geben. Vielen Dank fürs Dabeisein. Lasst mich wissen, wie euch dieses Review gefallen hat, was ihr von den Thrustmaster Shiftern denkt. Das würde mich unheimlich interessieren. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, euer Ron.